Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. So, when Jesus talked to his disciples that the people in this world, they rule over the others, Als Jesus mit seinen Jüngern darüber sprach, dass Menschen dieser Welt über andere regieren, he made a statement that is so important. He said, so shall it not be with you. machte er eine Aussage, die so wichtig ist. Er sagte, so soll es mit euch nicht sein. But then he said something else. Dann sagte er etwas anderes. Jesus taught his disciples that whoever wants to be the greatest, he shall serve everybody. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wer unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. He shall be the servant of all people. Er sollte der Diener von allen Menschen sein. So look, what is the kingdom supposed to be like? Schau, wie sollte das Königreich sein? I am in the kingdom to serve, not to love power. Ich bin im Königreich, um zu dienen, nicht um Macht zu lieben. Think about it. Denk darüber nach. Think about if every Christian would have the heart of a true servant. Überlege, wenn jeder Christ ein Herz eines wahren Dieners hätte. Think about if every Christian who leads in any way or shape would lead by servant. Denk einmal, wenn jeder Christ, der in irgendeiner Form eine Führungsrolle und Einfluss hat, sich von der Dienermentalität leiten lassen würde. The Christian world is just so different. It's supposed to be so different. Die christliche Welt ist so anders, sollte so anders sein. Look what Jesus said. Schau, was Jesus sagte. When the disciples said to him, what do we have? We left everything for you. Als die Jünger ihn so was fragten wie, was haben wir? Wir haben alles für dich hinter uns gelassen. Do you know what he said? Weißt du, was er sagte? He said, look, everybody who's left all these different things, he will get back 100-fold. Jeder, der all diese verschiedenen Dinge zurücklässt, wird sie 100-fach zurückbekommen. He even said, in this world. Er sagte sogar, in dieser Welt. So, just think, my dear friend. Überlege, mein lieber Freund. How does it even make sense for a citizen of the kingdom of God to run after power? Wie macht es überhaupt Sinn, für einen Bürger des Königreiches Gottes der Macht nachzurennen? If we are called to be servants and if we are called to forsake all, and by doing this we gain everything. Wenn wir gerufen sind, Diener zu sein und alles zu verlassen, wenn wir es tun, dann gewinnen wir alles zurück. I like to talk about the reward and the consequences. Ich liebe es, über die Belohnung und die Konsequenzen zu sprechen. And the Bible talks about there is reward for living the way Jesus wants us to live. Die Bibel spricht darüber, dass es eine Belohnung gibt, wenn wir so leben, wie Jesus es von uns verlangt. And there are consequences also for living the way the world lives. Und es gibt auch Konsequenzen, wenn wir so leben, wie die Welt lebt. I've been thinking so much lately about the truth of being steward. Ich habe in letzter Zeit so viel darüber nachgedacht, was es bedeutet, Verwalter zu sein. And I'm thinking of actually recording a whole series from a mentoring-gruppe about this. Und ich denke darüber nach, eine ganze Serie darüber für meine Mentoring-Gruppe aufzunehmen. When Jesus said in Luke 16, Jesus sagte in Lukas 16, that if you are not faithful with the unrighteous mammon, which is money, wenn du mit dem ungerechten Mammon nicht umgehen kannst, was Geld ist, then who will entrust you the true spiritual riches? Wer will dir dann die wahren geistigen Schätze anvertrauen? I remember I had a guy argue with me. Ich erinnere mich an einen Mann, der mit mir argumentierte, who tried to convince me that in the new covenant none of this has any significance. Und versuchte mich zu überzeugen, dass im Neuen Bund nichts von all dem eine Bedeutung hat. And the argument is always the same. Es ist immer das gleiche Argument. Well, Jesus said this before the new covenant. Jesus sagte dies vor dem Neuen Bund. Listen. Hör zu. Why do people misunderstand so many things that I say? Warum missverstehen so viele Leute so viele Dinge, die ich sage? It's really time for me to get that hard book out there into the big wild world. Es ist höchste Zeit, dass ich das Buch über das Herz in die weite Welt hinausgebe. Because we filter everything through the heart. Denn wir filtern alles durch das Herz. So I agree that there are many things that Jesus said, they actually don't apply to us. Ich stimme zu, dass viele Dinge, die Jesus sagte, für uns nicht mehr gelten. So how do we know what applies? Wie wissen wir, was gilt? Well, it's very simple.
Es ist sehr einfach. There are things that Jesus said that have been picked up by the apostles and a part of the apostolic teaching. Es gibt Dinge, die Jesus sagte, die die Apostel aufgegriffen haben und Teil der apostolischen Lehre sind. So if Paul teaches things who had the biggest revelation of the new covenant, Wenn Paulus, der die größte Offenbarung des Neuen Bundes hatte, uns Dinge lehrt they line up with the things that Jesus said, then of course they're for us. und sie mit dem übereinstimmen, was Jesus sagte, dann gelten sie natürlich für uns. So Paul even himself said, the only thing that is expected from a steward is that he's faithful. Sogar Paulus sagte, das Einzige, was von einem Verwalter erwartet werden kann, ist, dass er treu ist. Paul said that everything we do goes through the fire because we're stewards and there is reward. Paulus sagte, dass alles, was wir tun, durch das Feuer gehen wird, weil wir Verwalter sind und eine Belohnung bekommen. So faithfulness is rewarded. Treue wird also belohnt. This has nothing to do with the finished work of the cross. It has to do with the God is a God has value. Dies hat mit dem vollbrachten Werk am Kreuz nichts zu tun. Es hat damit zu tun, dass Gott ein Gott ist, der Werte hat. Why would God trust us with certain things if he knows we are unfaithful and just make a mess? Warum sollte Gott uns bestimmte Dinge anvertrauen, wenn er weiß, dass wir untreu sind und ein Durcheinander machen? You know, we would hurt ourselves and hurt many people. Wir würden uns verletzen und auch viele Leute verletzen. So if you want the true spiritual riches, learn to be faithful in what you've been entrusted. Wenn du die wahren geistigen Reichtümer haben willst, dann lerne mit dem treu zu sein, das dir anvertraut wurde. You know, the Bible is clear that exaltation from God comes after us humbling ourselves. Die Bibel ist klar, dass Gott uns erhöht, wenn wir uns demütigen. Jesus said that many times. Jesus erwähnte dies viele, viele Male. But not only he said this, he modeled it. Nicht nur sagte er es, sondern er lebte es vor. And Paul taught it. Und Paulus lehrte es. Tomorrow we're going to conclude this series. Morgen beenden wir diese Serie. Love to be a servant, love humility, and don't love power. Liebe es, einen Diener zu sein, liebe Demut und liebe nicht die Macht.